Schattenarbeit. Es klingt erstmal ein bisschen technisch, der Begriff, und auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen mysteriös. Wenn man den einmal aufbricht und in seine beiden Bestandteile zerlegt, dann finden wir auf der einen Seite den Aspekt des Schattens und auf der anderen Seite den des Arbeitens. Und gerade dazu fällt mir sofort auf, dass in einem Moment wie diesem jetzt, in dem ich Worte zusammenklaube und Gedanken in meinem Kopf formuliere und versuche, über dieses Thema zu sprechen, ich höchstwahrscheinlich keine Schattenarbeit mache. Denn so wie ich diese Prozesse kenne, fordern die alle Konzentrationen, die man zur Verfügung hat, heraus und benötigen, dass man sich mit all der möglichen Hingabe, die man aufbringen kann, dieser Sache widmet. Und deswegen passt das Wort Arbeiten eigentlich ganz gut. Denn es hat auch eine gewisse Anstrengung, das zu tun. Es ist ja etwas, das nur deshalb ein Schatten sein kann, weil man es so unglaublich lange vermieden hat, damit in Berührung zu kommen und damit in Interaktion zu gehen und damit zu kommunizieren. Insofern ist es mindestens im ersten Schritt auch schon mal eine Überwindung. Es ist auch überhaupt das Erkennen, dass sich da gerade ein Teil von einem selbst angeschlichen hat und auf eine Weise aufdrängt, dass man in die Situation gerät, ihn nicht mehr weiter zu verdrängen, sondern sich jetzt damit zu beschäftigen und jetzt damit auf Tuchfühlung zu gehen und als etwas anzuerkennen, das mit einem was zu tun hat. Und da ist der Begriff des Schattens ein wahnsinnig spannender, einer, der natürlich ganz vieles transportiert und wozu viele Menschen wahrscheinlich unterschiedliche Gedanken fassen würden. Und für mich transportiert der aber vor allem zwei Sachen. Und das ist auf der einen Seite die Silhouette, also die Frage der Silhouette. Er stellt, weil er eine zweite Silhouette bildet, die Vorstellung, die Kontur, die ich mir gegeben habe, die Idee, die ich von meinem Ich hatte, in Frage, weil er irgendwie durch mich erzeugt ist, aber nicht in mir ist oder für mich erstmal vielleicht eine ganz lange Zeit nicht erkennbar ist, mich aber spürbar verfolgt und dann eines Tages vielleicht durch irgendein Zusammenkommen verschiedener Dinge mich überholt und dann plötzlich deutlich wird, dass er mir etwas zu sagen hat und dass er eine Information in sich trägt, nämlich mindestens die, ich gehöre irgendwie zu dir, aber das, was in mir liegt oder was mich zu dem gemacht hat, was ich bin, aus der Sicht des Schattens jetzt gesprochen, das ist so verdreht und das ist so verschraubt, dass du dachtest, es wäre kein Teil von dir, dass ich vielleicht jetzt wieder aus der Sicht des Menschen, der mit einem Schatten zu tun hat, es geht ja so weit, dass wir erst einmal keine Ahnung haben können, dass etwas in uns gebunden ist und so weit verkehrt ist und so weit runtergedrückt ist und in uns verschwunden ist gewissermaßen, dass wir ganz, ganz viele Dinge machen können, ganz viel Lebenszeit verbringen können, ohne davon erschreckt zu werden. Oder auch vielleicht in irgendwelchen Mustern oder sogar auf andere Menschen und andere Situationen diesen Teil von uns selber so sehr drauf projizieren, dass es wirklich unglaublich schwer ist zu sehen, dass es zu einem gehört. Das ist unheimlich knifflig, diese Spuren zu lesen, die der Schatten hinterlässt und die der Schatten auswirft und zur Verfügung stellt. Das heißt, es gehört eine Bereitschaft, eine hohe Bereitschaft dazu, den Schatten kennenlernen zu wollen. Und ich glaube, das ist die größte Überwindung. Das beinhaltet auch mit der Bereitschaft, zum Schatten zu gehen oder ihn zu sich kommen zu lassen, Unbehagen auszuhalten.
Spannungen auszuhalten, den Schmerz dieser Verdrehungen auszuhalten, mit denen die Verbindung zu ihm ja irgendwie besteht, aber für uns nicht mehr richtig erkennbar ist. Und etwas anderes, was der Schatten noch beinhaltet, ist etwas höchst Paradoxes. Das ist, dass wenn man ihn tatsächlich ertastet und mit ihm in eine Form der Interaktion geht, die so tief und so nachhaltig ist und so profund, dass er sich wirklich integrieren lässt. Und Integration ist, wie ich meine, auch nichts Technisches, dass man jetzt ein neues Bild in sich einsetzt und dann programmiert sich das irgendwie, sondern ich glaube, dass es etwas ist, was auch nach dem Erkennen von einem Schatten oder dem Anerkennen, dass es da etwas gibt, was sich aufdrängt und was zu einem gehört, aber irgendwie versetzt ist, könnte man sagen, schließt sich manchmal ein Prozess an, der in einer ganz eigenen Intelligenz und auch in einer eigenen Eleganz, wie ich sagen würde, von der Psyche selbst gewollt ist. Die Psyche, denke ich, möchte ab diesem Punkt, ab dem die Ressourcen zur Verfügung stehen, auch so etwas wie einen Schatten integrieren. Das behaupte ich oder so zeigt es meine Erfahrung. Das heißt, es gibt einen Prozess, den man dann vielleicht auch gar nicht mehr so sehr kontrollieren muss oder den man geschehen lassen kann, wenn man auch weiterhin bereit ist, vielleicht mit einem Teil seines Bewusstseins weiterhin auf dem, was man als Schatten erkennt, aufzuruhen, damit in Kontakt zu bleiben, das nicht wieder wegzuschieben und von sich abzutrennen und nicht wahrhaben zu wollen, sondern an die Hand zu nehmen vielleicht oder sich davon an die Hand nehmen zu lassen und sich vielleicht auch die Geschichte erzählen zu lassen, die im Schatten sich verbirgt. Wenn das passiert ist, dann kann es sein, dass sich das Schattenartige daran vielleicht tatsächlich auflöst. Es kann aber auch passieren, dass so etwas wie ein Schattenbegleiter auf eine Art bleibt, der aber weitaus weniger Schrecken auslöst und mit dem man auf eine Art im Gespräch bleiben kann, der also erreichbar bleibt und der hin und wieder eben etwas anreicht, das einen wieder einen neuen Aspekt von sich kennenlernen lässt und das auch wieder einen neuen Zugang legt, um etwas mehr über den Menschen zu verstehen. Und das ist der paradoxe Teil. Der Schatten beinhaltet eine Möglichkeit, dass neues Licht auf die Dinge fällt, dass etwas mehr über auch vielleicht weitere Horizonte des Menschlichen und des Existenziellen deutlicher werden, klarer werden. Das heißt, der Schatten ist eigentlich ein Lieferant von etwas, was wir Licht oder Helligkeit nennen könnten. Es ist der Möglichkeit nach darin verborgen, wenn man den Mut eines Tages aufbringen kann und auch alle zur Verfügung stehenden Instrumente, also ein inneres Instrumentarium kann natürlich einfach sein, dass man irgendwelche Methoden kennenlernt, mit denen man den Teil von sich stabilisiert, der mit dem Bewusstsein eben auch ein bisschen steuern kann, wie viel man wo hineingeht, also der einen festen Stand noch hat, sodass man sich im Schatten nicht verliert. Es kann auch etwas sein wie verschiedene Instrumente des Bewusstseins selber, also wie das Bewusstsein wie die Wahrnehmung die verschiedenen Beschaffenheiten im Inneren abtastet und vielleicht ein bisschen imitiert und vorstoßen kann oder auch sich mit etwas verbinden kann. Also ich glaube, da gibt es wirklich wie wenn man sich so eine archäologische Ausgrabungsstätte vorstellt, manche
manche Momente, in denen man etwas stärkere Instrumente braucht, und manchmal braucht man wirklich nur etwas, womit man eine ganz feine Schicht abtragen kann, und dann ist etwas freigelegt. Es ist also eigentlich ein unglaublicher Wagemut, genau in diesem Schritt zu sagen, ich möchte dich jetzt kennenlernen, ich möchte zum Schatten, ich möchte dich lesen lernen, ich möchte mich mit dir bekannt und vertraut machen. Was bedeutet, ich möchte nicht, dass du weg bist. Und das ist der Moment, in dem er sich verändert, auflöst oder zum Teil von einem sich zurückdreht und in dem Sinne tatsächlich seine Gestalt verändert. Und damit aber auch, und das ist eine Bereitschaft zum Scheitern, die, glaube ich, auch eine Voraussetzung ist, die eigene Silhouette verändert, und zwar nachhaltig. Die Idee von sich ist dadurch angereichert, vielleicht gedehnt, vielleicht vergrößert, vielleicht lebendiger geworden, vielleicht auch zu einem Teil erschütternd geworden oder hat sich etwas zurückgeholt, was man erstmal verstoffwechseln muss, dass es auch zu einem gehört, was man vorher ja nicht bei sich haben wollte, was man vorher nicht über sich wissen wollte. Das heißt, es gehört auch dazu, so wie ich es immer wieder erdulden muss und kenne, die Bereitschaft auch, die Idee von sich scheitern zu lassen in erster Instanz, ohne sich zwanghaft aufbrechen zu müssen, sondern in dem Moment, wo ein solcher Prozess sich ankündigt und von selbst seine Signale aussendet, wenn man dann die Möglichkeit dazu hat, ja, wie zu sagen, alles klar, Kumpel, dann lass mal sehen.